Ja, wir haben ein kleines Update. Es gibt nämlich eine Planänderung, wie man sieht. Hallo zusammen, ich stehe hier vor dem besterhaltensten römischen Tempel, Zeus-Tempel von Euromos. Das ist in der Nähe von der heutigen Stadt Milas. Ja, und er ist schon sehr eindrücklich. Es stehen noch ganze 16 Säulen und mit Architrav, das ist sehr selten. Da haben wir Säulen gesehen und die sind meistens auch wieder neu aufgebaut worden. Und häufig wie so ja, ist rundum ein kleines Puff. Da ist es vor allem innen dran zwischen den Säulen ein kleines Puff. Ja, wir haben eigentlich gar nicht geplant, hier zu halten. Das war ein spontaner Halt. Als wir daran vorbeigefahren sind, haben wir den Tempel hier gesehen und gefunden, ja, das wollte ich anschauen. Da es der Lisa nicht so gut geht, sie ist recht verkältet, hat sie gefunden, sie macht lieber Pause. Sie hat schon genug so Steinhäufen angeschaut in letzter Zeit. Wir sind jetzt im Bodrum. Ich wollte euch zeigen, wie so eine Touri-Meile aussieht, wenn es keine Touristen mehr hat und die Hälfte zu ist. Nebensaison während Covid. Genau. Alle Restaurants und Cafés sind geschlossen. Und viele Beizen und viele Läden sind zu. Es hat keine anderen Touristen unterwegs außer uns, die wir wissen. Die offen haben, haben nie keine Leute, die kommen. Es ist gerne die Lehre. Ja. Man kann nicht sagen, das hat einen gewissen nostalgischen Charme, aber ehrlich gesagt ist es einfach ein bisschen traurig und trist. Es ist recht trist, ja. Ja. Es ist nicht so, dass man sagen muss, wow, wir sehen Bodrum ohne Touristen. Es ist mega schön. Nicht wie in Dubrovnik. Nein, Dubrovnik war anders. Wir sind auf der Halbinsel Dacia angekommen. Es fühlt sich mega an, wie wenn wir auf einer Insel wären. Wir haben vorher beide gefunden. Und ja, irgendwie so entspannt, entschleunigt, gemütlich. Asomando por la ventana, viento del sur, brisas de amor. Wie viel haben wir ausgegeben für den Kuchen und den Kaffee? Das hat jetzt 82 gekostet. Okay, also Ja, und Fährtickets vorher 170. 9 Franken und die Fährtickets knapp 20 Franken für fast 2 Stunden Fahrt. Ja. Ja, ist halt wieder touristischer da. Ja. Ja, die Buchhaltung muss auch sein. Jetzt gibt es dann noch einen kleinen Kuchen. Und vorher sind wir jetzt ein bisschen durch Eski Dacia geschlendert. Das heisst das alte Dacia. Es ist voller so schöne Steinhäuser, sehr malerisch. Ja, jetzt gibt es einen feinen selbstgemachten Kuchen. Wo sie uns versichert haben, sei sogar Butter und das Olivenöl selber gemacht. Eigentlich haben wir noch gar keinen Hunger, aber der hat uns so angelacht, der Kürbis-Cheesecake. Genau. Dass wir Und sie haben eh nicht viel Umsatz und ja, viele Leute, die vorbeikommen. genau. Gönnen wir uns jetzt das halt im Voraus, Ja. bevor wir noch mehr Kilometer machen. Und Kaffee und Tee im Takeaway. Wie es halt Ja. jetzt im Moment ist, oder? So, ja, so Leider Restaurants. sind die Restaurants alle zu. Es ist höchstens Takeaway möglich. Und wie man sieht, halt, ist durch das Plastikflut auch viel grösser. Ja, es ist mega Das ist- tragisch, es ist ein riesiger Abfallberg. Also ich finde es überhaupt nicht sinnvoll.
vom Feinsten. Mhm. Leicht salzig, mega fein und erfrischend auch irgendwie. Ja, Ja, grandios. nicht so süß, ja, wirklich. Oh. Ich weiss noch, beim Wandern in Albanien, in Tet, haben wir einen Tag lang Kuchen gesucht und von so etwas geträumt. Mhm. Und wenn Wir, man es nicht sucht, dann kommt es. wir haben dort zwar auch einen Kuchen gefunden, aber natürlich nie so einen Traum wie der. Ja. Oh. Kürbis-Cheesecake, hey, mein neuer Favorit. Aber nur der von Eschki Dacia. Calentando sol de óleo, cielos pintados, tonos de azul. Sígueme, sígueme, ay que va, ay que va, ay que va, ay que va a caminar. Nada nos puede parar, ay que va, mira que brilla la mar. A caminar, vamos que sueño de estar junto al mar con mi palma. A caminar, a caminar. Ja, so nach einem wunderbaren Tag auf der Dacia Peninsula, Halbinsel hier in der Türkei, mit traumhafter Landschaft und viel Natur, haben wir jetzt noch ein bisschen hin und her doch noch unseren Zeltplatz gefunden. Hier in der Nähe von einem getrockneten Flussbett und sind jetzt hier gerade am Kochen. Es war ein bisschen mühsam, weil wir hätten ganz viele Möglichkeiten gehabt, nach Dacia zum Wasser zu posten für heute Abend und für morgen Morgen. Und dann plötzlich hat es keine Läden mehr gehabt. Und dann haben wir noch auf einen geschlossenen Camping müssen gehen, wo es so Ferien-Eigentumswohnungen hat und dort versuchen, einen offenen Laden zu finden. Dario ist dann nochmal zurückgegangen. Ja. Für den haben sie sehr viel da. Genau. Der Dario ist dann nochmal zurückgegangen zum Wasser holen und ein Bier zum Anstoßen. Und ich habe in der Zwischenzeit mal mit dem Zelt angefangen. Und jetzt sind wir endlich angekommen und können gemütlich kochen. Und heute Abend gibt es Thai Curry. Dario ist gerade hier mit dem Gemüse dran, mit Rüebli, Ingwer, Zwiebeln, ganz viel Lauch und ein bisschen Frühlingszwiebeln. Und der Reis ist hier schon parat. Wir haben immer noch die feine Currypaste von der Schweiz. Und Kokosmilch haben wir auch wieder gefunden, zum Glück in Bodrum. Ja, und jetzt haben wir recht viel Hunger, weil wir heute nichts zu Mittag gegessen haben. Jetzt Zeit zum Essen. Ja, hallo zusammen. Wir sind hier auf der Halbinsel, auf der Dacia-Halbinsel unterwegs. Es ist wunderschön, aber gebirgig und ja, wir haben jetzt gerade einen 350 Höhenmeter Anstieg zu bewältigen. Gerade schön zum Morgen, gerade nach dem Aufstehen. Haben jetzt aber knapp 300 Höhenmeter schon gemacht, 7,5 Kilometer innerhalb von einer Stunde und ein Viertel. Also nicht sehr weit gekommen, aber ja. Es ist schön. Ondeando las olas de calor, dunas de arena, pasión y ardor. Las horas que pasan, bailando con sombras y muévete, muévete. Ay que va, ay que va, ay que va, ay que va a caminar. Nada nos puede parar, ay que va, mira que brilla la mar. Vamos que sueño de estar junto al mar con mi palma. A caminar. A caminar. In Akyaka haben wir für mehrere Tage ein Apartment gemietet, unter anderem wegen dem ersten Wochenend-Lockdown in der Türkei. Wir haben die Zeit genutzt und ein paar Reiseberichte geschrieben und natürlich ein bisschen entspannt. Am nächsten Montag sind wir weitergereist auf Dalyan, wo die ersten Felsengräber auf uns gewartet haben. Wir haben aber auch gemerkt, dass uns der Lockdown am Wochenende recht stark einschränkt. Man muss viel mehr planen, um am Wochenende an einem Ort zu sein, wo man bei mehreren Tagen bleiben möchte. Es wird wohl Zeit für einen grösseren Break. Genau dann. Der ehemalige Fischerort Dalyan ist bekannt für zwei Sachen. Und zwar unechte Garetschelkrotten und die lykischen Felsengräber. Ja, da haben wir es beide vereint. Ich war schon mal in Dalyan mit 19. Dort war Sommer. Alle Restaurants waren offen und es war ganz eine andere Stimmung als jetzt natürlich. Aber der Ort ist immer noch spektakulär gelegen mit dieser Felswand vis-à-vis.
wenn man von hier aus das Bötchen nimmt und nachher mit die Richtung fährt, kommt man ans Meer führen zu einem wunderschönen Strand, wo eben die unechte Karettschildkröte die Eier ableitet, vom Mai bis im September. Und dann pro Nest 70 Eier und dann eben halt die kleinen Schildkröten dort schlüpfen und Richtung Meer gehen. Und wenn ihr das so gerne mal erlebt und gesehen, natürlich in einem sinnvollen und fairen Rahmen, aber leider ist die Saison nicht dafür, plus das Wetter nicht und Corona und ja. Darum fahren wir jetzt eigentlich leider schon nach nur einer Nacht wieder weiter Richtung Fethiye heute. Touristen außerhalb der Saison, Katzen und Hunde sind unterwegs. Kein Mensch. Ja, zu Corona-Zeiten sind dann auch noch alle Restaurants und alles zu. Es ist ja, sehr tödlich, das Ganze. Ja, wir sind doch schon ein bisschen länger in der Türkei unterwegs und wir haben das Novum. Jetzt zum ersten Mal einen Velostreifen. Den Radweg haben wir bis jetzt gesehen. So, in der Stadt 2, 3 hat es mal etwas gehabt. So Izmir relativ grosse, schön am Meer entlang. Zwischen 1, 2 Städten, aber dort war es sehr überschaubar. Aber Velostreifen haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Ja. Es ist einfach normalerweise der Seitenstreifen, den wir brauchen. Also viel anders fühlt es sich auch nicht an, aber naja. Ja, wir sind auf dem Weg von Dalian nach Fethiye. Es sind etwa 66 Kilometer und es stehen doch einige Höhenmeter auf dem Programm. Und die ersten fangen jetzt an, ja, da vorne. Dort geht's los. Ilık rüzgarlarda, çıplak ayaklarla toprağa bastım ben. Bugün hiç ağlamam söz. Çok sorun var çöz. Uyku vakti gelmeden. Und genau das Waldstück habe ich mir für eine Klopause ausgesucht. Natürlich ist genau in diesem Moment ein Ziegenhirt mit seiner Herde vorbeigekommen. Wahrscheinlich das einzige Mal in diesem Monat. Oh, wir haben es geschafft. Wir sind hier oben 340 Höhenmeter. Und das die ganze Zeit mit Regen. Das ist wirklich, als wir am Fuß unten losgefahren sind, vor mehr als einer Stunde hat es angefangen zu regnen. Und jetzt, ja, tröpfelt es nur noch leicht, aber zeitweise hat es mega runtergeschüttet. Hep merak ederim, bu gök nasıl mavi. Hep merak ederim, yıldızlar nasıl parlar. Hep sorar dururum, arkadaşlarım hayvanlar. Hep merak ederim, konuşamaz, neden susar. Ja, wir sind hier in Götze. Oder wie heisst es? Götze, ja, oder irgend so etwas. Wir haben ein bisschen nass geworden, wie man vorher gesehen hat, auf dem Pass oben. Kalt gehabt, hungrig gewesen. Es ist immer noch ein bisschen kühl, nass und ja. Da wir heute Lockdown ja hatten oder Restaurants geschlossen sind und nur Takeaway, haben wir ja, hier Takeaway bekommen. Und vom Restaurantbesitzer hat er uns 2 Stühle angestellt und gesagt, wir sollten das hier als Tischchen nehmen. Und dann sei es in Ordnung hier in dieser Garage. Illegal, aber ich meine, sorry, was soll die Regelung, dass man nicht abhocken darf? Vor allem, wenn es regnet. Aber es ist mega fein. Wir haben Linsensalat, Fleischroulade, Tomaten, Aubergine, Falafel. Und noch irgendwelche Fleischpast, so, keine Ahnung, wie man denen sagt. Fein. Wow. Das ist alles mega Endlich fein. mal etwas anderes als Fast Food. Immer. Ja, wieder mal geiler Takeaway.
haben wir sehr selten gehabt. Auf Fiat Awesome. Es geht schon wieder drauf. Ja, es ist schon der dritte Anstieg über 100 Meter, wo wir rauffahren. Anstrengend, aber immerhin ist nach der Mittagspause, wo wir in Götschek gemacht haben, die Sonne ein bisschen vorgekommen. Es hat aufgehört zu regnen. Es ist doch deutlich angenehmer. Aber ja, schon nach 4 Uhr, heute wird es spät, dass wir im Fetty ankommen, weil es geht immer noch etwa 20 Kilometer. Und noch ein paar Höhenmeter. Bugün çok koştum dolaştım, sevgimi paylaştım, hiç yorulmadım ben. Bugün hiç ağlamam söz, çok sorun var çöz, uyku vakti gelmeden. Ja, eigentlich wollte ich weiterfahren, aber es wird nochmal gefüttert. Nein, das ist der Anfang der Lykischen Küste. Irgendwo dort unten an diesem Berg, hinten an diesem Berg da vorne, ist Fetty, unser Ziel, Tagesziel von heute. Ja, jetzt geht es noch dort oben drüber und dann geht es runter und dann bleibt es ein bisschen flach. Ich glaube, es ist der Place dabei für den Abend. He? Junge Leute, es sind mega viele junge Leute, die mit diesen Autos da hinkommen. Ja. So Sonnenuntergang-Party. Yes, schön. Ja, voll. Und mit Schnee hinten dran. Ja, genau, da hinten hat es ganz weit hinten. Ich glaube, man sieht es nicht auf der Kamera. Da hinten hat es Schnee. Fühlt sich, seit wir das gesehen haben, fühlt es gerade ein bisschen kühler an. Ja, voll. Da hat er alles abgesperrt. He? Oh. Nicht einmal die Kinder dürfen hier spielen. Hey, hey. Ja, ein Megapark. Ah, shit. Ah, Scheiße. Guten Morgen aus Fetty in der Südtürkei. Hallo zusammen. Ja, wir haben ein kleines Update. Es gibt nämlich eine Planänderung, wie man sieht. Ich habe bei der Ankunft in Fetty, wo es geregnet hat und der Boden nass war, den Boden geküsst mit dem Velo und meinen ersten Sturz in diesen 4 Monaten Fahrradreise angelegt. Ja, kurz vorher bin ich auch umgekehrt, aber bei mir ist es glimpflicher ausgegangen. Ja, irgendwie war der Veloweg, den wir gewohnt haben, ein bisschen nass und ein bisschen schliffrig und mehr müde und ich glaube, es ist alles ein bisschen zusammengekommen. Ja. Ich bin gestern noch ins Spital gegangen, weil ich so Schmerzen hatte. Und wir hatten ein bisschen Angst, dass es ein Bruch ist, weil es ganz komisch verschoben ausgesehen hat und geschwollen. Und zum Glück ist alles gut gekommen. Ich bin gut gefallen. Es ist nur eine Knorpelbeschädigung. Ja, es ist ein Knorpelschaden und man muss 3 Wochen mit dieser schönen, schicken Bandage tragen. Genau, ein bisschen schonen und ja. Genau, und aufgrund von dem und der Schmerzen, weil ja, der Rest des Körpers tut auch weh, haben wir uns jetzt entschieden, dass wir eben die nächsten 70 Kilometer nach Patara nicht mit dem Velo fahren. Sondern das Taxi nehmen mit unserem ganzen Bagage. Dort ein paar Apartments anschauen und dann auf Cache gehen. Morgen dann zum dort noch ein paar Apartments anschauen und dann entscheiden, wo wir bleiben wollen. Für die nächsten 1,5–2 Monate. Genau. Also das Ziel ist, dass wir in 1,5 Tagen eigentlich wissen, wo wir überwintern werden. Und wir freuen uns schon sehr auf den nächsten Teil unserer Fahrradreise. Auch wenn es jetzt wie sehr abrupt beendet worden ist und wir eigentlich noch 2 Tage entlang der Lykischen Küste fahren. Und vor allem mit dem Velo dort ankommen, wo wir dann auch überwintern. Das wäre irgendwie uns schon auch noch wichtig gewesen, was jetzt leider nicht der Fall wird sein. Aber schlussendlich ist das alles nicht so wichtig. Gesundheit geht vor. Genau. Und wir haben das riesige Glück gehabt, dass nichts gebrochen ist. Und unsere ersten Stürze so
glimpflich verlaufen sind und darum Ja, Daumen drücken, dass es schnell verheilt. Ja, wir sind hier in Patara am Apartments anschauen. Und weil wir jetzt irgendwie einen Termin haben, erst auf die 3, und jetzt erst 10 vor 2 ist, sind wir noch an den Strand runter. Yes! Und noch ein bisschen gehen. Aber es fängt an zu tröpfeln. Scheisse, egal. Mega toll. Wow, schau den Strand an. Strengster Strand von Türkei. 12 oder 18 Kilometer lang. Es ist genial. So schön. Wow. Das ist ein Traum. Und das Wasser ist im gar noch nicht so kalt. Also, wenn es jetzt noch sonnig wäre und nicht so windig würde, könnte man da sogar baden. Das ist wirklich nicht so kalt. Jetzt kälter erwartet. Hallo zusammen, wir begrüßen euch von unserem neuen Hausstrand mit dazugehöriger Riesendüne. Ja. Wir sind jetzt seit ein paar Tagen hier in Patara, in unserem Apartment, und haben es endlich geschafft und können rausgehen, weil wir haben jetzt bis jetzt nur Regen gehabt. Und jetzt sind wir ein bisschen mehr Kunden von unserem neuen Zuhause. Genau, bis jetzt haben wir eine Ausgangssperre am Wochenende, wo wir ja offiziell nicht raus dürfen, den ganzen Tag auch nicht. Ja. Und darum haben wir jetzt einfach Zeit ein bisschen im Apartment verbracht und sind ein bisschen in unserem neuen Leben angekommen. Es ist noch Genau. sehr ungewohnt für uns, nicht mehr unterwegs zu sein. Wir uns zuerst noch ein bisschen daran gewöhnen. Aber ja, wir haben uns schlussendlich für Patara entschieden. Es ist ja noch so lange hin und her gegangen, ob wir in Kasch wollen. Das wäre eine kleinere Stadt hier in der Nähe. Oder hier in Patara übernachten, also bleiben für ein Zeitchen. Wir haben uns für Patara entschieden, und zwar eben einfach wegen dem hier hinten. Wegen dem genialen Strand. Können in Gehdistanz zu so einem Strand wohnen.